Ich war Tatsache bis vor ein paar Jahren gar nicht der Typ, der zu Autotreffen gefahren ist oder so, weil ich diese Neidkultur, die kann ich überhaupt nicht leiden. So, das hätte ich besser gemacht oder das hätte ich besser gemacht. Das ist mir ziemlich egal, das ist mein Auto und das muss mir gefallen und nicht dir. Aber man findet doch schon ziemlich Anklang mit dem Auto und das ist eine Sache, die mir doch eigentlich sehr zusagt, muss ich sagen. So ein Auto erzählt ja auch immer ein bisschen Geschichte. Ich meine, das Auto ist 41 Jahre alt. Das hat gelebt. Wie gesagt, es ist ein Förster, 27 Jahre mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, der damit wirklich, glaube ich, über Wald und Wiesen geprescht ist. Und das sieht man dem Auto halt auch an. Und man kann dann halt auch immer eine Geschichte dazu erzählen, wie was war oder wie was entstanden ist. Und deswegen mag ich das eigentlich, wenn man so die originale Patina an sich behält. Also der, von dem ich das Auto gekauft habe, das war in der Nähe von Flensburg. Der hatte das Auto selber 3 Jahre und er hat es von dem Förster abgekauft. Also ich bin Tatsache gerade mal in 41 Jahren jetzt der 3. Besitzer. Und der vorher, also der Vorbesitzer von dem Fahrzeug war damit sogar in Schweden unterwegs und hat da so eine 3000 Kilometer Tour gemacht und all sowas. Und deswegen scheint ein robustes Auto zu sein. Ja, hallo, mein Name ist Gordon Geisler. Ich komme aus dem kleinen Örtchen Dahlenburg bei Lüneburg in der schönen Lüneburger Heide. Und ich fahre einen Audi 80 B2 Baujahr 85. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Geguckt habe ich damals tatsächlich eher nach Golf. Golf 2 in die Richtung. Und wieder mal eBay Kleinanzeigen ist der mir vor die Nase gefallen. Ich fand den optisch super, obwohl er damals halt da stand wie ein hässliches Entlein. Und dann habe ich da angerufen, gefragt, ob das Auto noch da ist und bin da am Wochenende drauf hingefahren und habe ihn mitgenommen. Also beim Verkaufsgespräch hat es erstmal aus Eimern geregnet. Der Wagen stand aber zum Glück in der Garage. Stand halt da, wie er da stand. An den Radläufen Rost, Kratzer überall am Fahrzeug. Ist sogar Tatsache echt beschissen gelaufen, weil irgendwelche Unterdruckschläuche kaputt waren. Aber die Probefahrt hat er gut überstanden. Ich war sofort Feuer und Flamme von dem Auto und habe ihn auch ohne zu zögern mitgenommen. Also. Ich finde eigentlich ist es ein schönes, optisch für mich ein schönes Auto, gerade dieses eckige, kantige aus den 80ern noch. Und auch technisch, also Teile kriegt man alle immer noch super nachgekauft und auch echt günstig. Also so ein Zahnriemensatz kostet 35 € für das Auto. Und deswegen, also eigentlich ist es für die Verhältnisse, finde ich, okay, Steuern ist ein bisschen ohne Cut, ist halt ein bisschen teuer geworden. Aber also an für sich würde ich so einen auch als Daily fahren tatsächlich. Naja, war ein ganz normaler 1.6er mit 75 PS, normal Vergaser. Und
Ja, so ein Weber Doppelumbau sieht man nicht so oft auf so einem Motor. Also habe ich zumindest noch nicht so oft gesehen. Und ja, dann habe ich mir die Teile alle zusammengesucht, sie eingebaut. Hat auch gleich noch neue Tassenstößel gekriegt und eine scharfe Nockenwelle. Und zum Anfang lief er aber leider wie ein Sack Nüsse mit den Bedüsungen, mit denen er kam. Dann habe ich wochenlang hin und her experimentiert mit anderen Düsen und alles Mögliche. Und jetzt extra noch ein Lambda-Tool verbaut, um zu sehen, wie die Lambda-Werte sind. Und jetzt läuft er eigentlich ganz vernünftig. Er muss natürlich noch im Endeffekt nochmal richtig abgestimmt werden auf dem Leistungsprüfstand. Aber ansonsten läuft er soweit jetzt erstmal ganz gut. Ich wollte halt einen Umbau haben, den nicht jeder so wirklich hat. Es gibt ja diese, auch von Weber, die einzelnen Vergaser, die auf die originale Ansaugbrücke raufkommen und alles, aber so ein Weber Doppelvergaser-Umbau habe ich auf so einem Audi bis jetzt glaube ich erst einmal gesehen. Und die meisten bauen ja, wenn dann auch alle gleich um auf 1.8er 16V mit Weber Doppel oder so. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mit dem originalen Motor. Ich hatte immer sofort ein fertiges Bild irgendwo im Kopf, was auf jeden Fall immer irgendwie in Richtung 90er Jahre Tuning gehen sollte, weil das die Zeit war, wo ich einfach aufgewachsen bin und mit groß geworden bin. VW-Treffen Wittenberge und so eine Geschichten. Und also, na klar, Internet googelt man auch ein bisschen und sieht ein paar coole Teile oder Felgen und alles Mögliche. Aber für mich selber hatte ich doch immer irgendwo ein eigenes Bild im Kopf, wie mein Auto aussehen soll. Und so ging es dann Schritt für Schritt immer weiter. Nach Teilen gesucht oder erstmal überhaupt vernünftig zum Laufen gebracht, als ich ihn geholt habe. Sämtliche Unterdruckschläuche neu, einmal Zündanlage komplett neu gemacht und ja, so lief er nachher. Dann wurde angemeldet und dann ging es auch los. Dann bin ich erstmal einen Sommer so gefahren, ohne Felgen, ohne alles, mit ganz normalen Stahlrädern und hoch wie ein Bus. Und ja, denn ich wusste von vornherein, dass ich den nicht im Winter fahren möchte, weil dafür ist er mir zu schade tatsächlich. Dann ging es los, dass ich erstmal die ganzen Rostsachen entfernt habe, an den Kotflügeln und alles. Und den ersten Satz Felgen mir gekauft habe, der mir im Nachhinein dann aber nicht ganz so gefallen hat. Also habe ich die Felgen wieder verkauft, habe den zweiten Satz Felgen geholt. Es waren Tatsache nie Markenfelgen. Also als erstes waren eBay 50 Classic drauf, also Lensos. Die zweiten Felgen waren Tatsache auch Lensos. Und jetzt die dritten, die in BBS Optik sind aber auch nur Japan Racing. Ich bin aber gar kein so, also natürlich hätte ich auch gern originale RS-Felgen. Nur die kann man ja entweder nicht mehr bezahlen oder ich habe immer das Ding, das Auto soll halt zum Fahren sein. Und wenn ich dann doch mal einen Bordstein erwischen sollte, dann sind nicht gleich irgendwie 1.500 Euro im Arsch. Sondern so eine Felge kann man für 250 Euro nachkaufen und dann ist es halt so und dann ist gut. Deswegen, für mich zählt die Optik immer ein bisschen mehr, als wenn es Originalteile sind oder sowas. Weißt du noch, als es nicht nur um Likes ging, sondern um die nächste Ausfahrt und die Zeit mit deinen Freunden? Als Benzingespräche Stunden gedauert haben und jeder Wagen individuell war? Genau dieses Gefühl bringen wir zurück. Und wir wollen, dass ihr dabei seid. Feiert mit uns die gute alte Zeit auf dem Good Old Times Event am 5. September 2026 im Museumspark Rüdersdorf. Habt eine entspannte Zeit oder feiert mit uns bis in die Nacht. Good Old Times ist nicht nur ein Tuning-Event, es ist ein Gefühl. Also sei dabei am 5.9.2026 in Rüdersdorf. Tickets für das Event bekommt ihr auf www.goodoldtimes-event.de. Die Innenausstattung ist eine ganz standardmäßige Audi 80cc Ausstattung, wo ich ja immer gerne nochmal ein paar Recaro-Sitze reinhaben würde oder sowas. Aber entweder ist es so, alles was man im Netz findet, ist nicht mehr bezahlbar oder es steht irgendwo an der österreichischen Grenze. Vor 2 Wochen ungefähr stand ein Audi GL drinne,
mit den sportlichen Sitzen und sogar mit Zender Heckleuchtenband in schwarz und alles. Und mit Audi 90 Schürzen und so. Und der wollte nur einen Tausender haben. Ich war nur mit dem Überlegen einen Tag zu spät. Da war das Fahrzeug leider weg. Sonst hätte man ein paar schöne... Die Sitze sahen auch echt noch top aus. Die sahen echt gut aus. Aber naja, wie es halt ist. Nachdem der dann weg war im Netz, stand er einen Tag später als Teilespender drin. Allerdings ohne die Innenausstattung. Die wollte er wohl selber haben. Naja. Nee, ich bin immer auf der Suche nach Sitzen, also nach Recaro-Sitzen oder König-Sitzen oder irgendwas. Aber die Preise gehen ja langsam echt durch die Decke. Und deswegen bleibt die Originalausstattung erstmal noch drin. Ja, der Bügel ist eine Geschichte. Ich habe das Foto, also ein Originalfoto von so einem Bügel mal irgendwo bei Facebook gesehen, glaube ich. Und die Idee fand ich sehr witzig und habe mir es ziemlich einfach vorgestellt. Man besorgt sich ein bisschen Bambus und macht da ein bisschen Seil rum. Im Endeffekt hat die ganze Geschichte fast 4 Wochen gedauert. Und es sind über 160 Meter Seil bei draufgegangen, was ich immer wieder nachbestellen durfte bei Amazon, weil mir das Seil immer wieder ausgegangen ist. Und das fand ich einfach ein lustiges Gimmick. Die Leute gucken immer, die Leute sagen immer, es sieht aus wie ein Kratzbaum von einer Katze. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Also. Das Fahrwerk sind Tatsache nur Federn, KAW-Federn. Allerdings das große Geschütz mit vorne 75 mm und hinten 45 mm. Das Ding ist bretthart. Geräuschkulisse ist eigentlich auch relativ laut. Also lange Strecken ist das, eigentlich ist das ein Sonntags-Eisessen-Fahrauto. Ich habe die Federn Tatsache drin gelassen, weil ich habe nach Gewindefahrwerken geguckt. Aber mit denen kommt man leider nicht so tief. Außer MTS hat ein Fahrwerk, damit kommt man sogar noch mal 2 cm tiefer. Oder dann noch mit anderen Domtellern oder so. Aber ich finde, der steht so ganz gut da auf den Federn. Und solange das Fahrwerk noch heile ist, bleibst du noch drin. Also. Hatte ich Tatsache überlegt mit einem Luftfahrwerk, aber ich weiß immer nicht. Um ein Auto hochzupumpen, um damit fahren zu können und dann irgendwo ankommen und das dann runter auf den Boden zu lassen, finde ich irgendwie immer ein bisschen, weiß ich nicht. Also natürlich sieht es super aus, wenn so ein Auto auf dem Boden liegt. Aber dann auch mit den ganzen Zulassungsrichtlinien, das muss ja dann im Null-Bar-Zustand auch noch fahrbar sein und all so eine Geschichten. Deswegen, also die Überlegung war schon mal da, aber nie weiter durchgeführt, die Idee. Das ist so ein typischer eBay-Kleinanzeigen-Fund. Der stand für 50 € bei eBay Kleinanzeigen, 3 Orte weiter drinne. War knallrot lackiert. Bin ich hin, hab abgeholt, hab einmal drauf, also das Holz war auch nicht drauf und nix. Und ja, das Ding war vorher 9 cm höher, das musste geändert werden. Das sah nämlich aus so hoch über dem Auto. Also Flex angesetzt, gekürzt, wieder angeschweißt. Einmal schick mit Hammerit in schwarz gestrichen, die Bretter rauf. Und ja, so gefällt mir das optisch ganz gut eigentlich. Ich habe sie einmal auf dem Treffen gesehen, die Karmel-Lippe, und fand die spitzenmäßig an dem Auto, weil die das Auto optisch um einiges tiefer macht. Ich hatte dann einen gefunden, bei eBay Kleinanzeigen auch wieder. Der wollte mir eine verkaufen für 300 €. Das war leider ein Fehlgriff. Die 300 € habe ich bis heute nicht wieder gesehen. Und dann habe ich nachher einfach reingesetzt, dass ich eine suche. Und dann hat mich einer angeschrieben, der eine original verpackte liegen hatte. Und die habe ich dann im Endeffekt gut geschossen. Ja, wie gesagt, das Auto hat halt seine Macken, Kanten, Kratzer. Ich weiß nicht, wie man so eine Kratzer aufs Dach bekommt hier oben. Aber das ist halt die Geschichte vom Auto auch mit, ne? Oder zum Beispiel,
wie man sowas hier hinbekommt. Ich weiß nicht, ob der Förster dann immer beim Schnacken mit seinem Arm hier drauf stand oder so und ich weiß es nicht, aber das ist halt die Patina vom Auto und ich mag das. Also trotz der Geschichte vom Lack und alles würde ich ihn schon ganz gern einmal irgendwie im neuen Glanz dastehen sehen. Nur das sind ja auch Sachen, die nicht mal eben so erschwinglich sind, sondern auch so eine Lackierung kostet ja nur auch schon 5.000 € oder so. Ja, ansonsten hatte ich Tatsache überlegt, wenn man 2 vernünftige Recaro-Sitze findet, dass man das alles innenausstattungstechnisch nochmal zum Sattler gibt. Dass dann wirklich einmal Armaturenbrett, Seitenpappen, neuer Teppich rein und so eine Geschichte, neuer Dachhimmel, weil der auch schon halt seine 40 Jahre hat und auch dementsprechend aussieht. Das hätte ich schon ganz gerne nochmal, dass er von innen wirklich einmal richtig frisch aussieht. Das wäre eine Sache, die ich noch investieren würde. Gerade also so ein Audi 80 B4 oder B3 sieht man ja noch mal öfter, aber so ein B2 oder auch noch mal Vorgänger B1, also im Stadtbild sieht man die tatsächlich echt wenig, muss ich sagen. Es gibt hier im Kreis noch einen, der fährt aber einen Originalen, also der benutzt den, glaube ich, sogar im Sommer immer als Daily und alles. Mit dem bin ich immer gut am Quatschen und der immer, wenn er mir entgegenkommt, dann auch ganz doll Lichthupe und am Winken und aber auch gerade so beim Oldtimer-Treffen hier in der Nähe oder so, wenn man da mal hinfährt, man sieht selbst dort auf dem Platz wenig Audi 80 tatsächlich. Also ich denke mal, wenn man die nicht gut gepflegt hat, hatten die sehr viele Rostprobleme, wie Golf und so auch. Aber also warum die so viel verschwunden sind, kann ich gar nicht genau so sagen. Also gebastelt habe ich schon immer. Ob es damals mit 14 mein erstes Moped war. Da wurde dann auch schon hier RZT, Tuning-Vergaser und Zylinder und Auspuff und alles. Und irgendwie ist Schrauben immer mein Ding gewesen. Also ich brauchte auch nie eine große Werkstatt. Ich habe mich mit kleinem Werkzeugkasten und so zufrieden gegeben und habe immer das Beste draus gemacht, was man machen kann. Also weitestgehend schraube ich, also ich versuche immer weitestgehend alles alleine hinzubekommen. Manchmal komme ich dann leider natürlich an meine Grenzen und hole mir ein Rat ein von Freunden oder irgendwas oder die kommen dann auch vorbei und helfen. Einmal zum Beispiel Herr Alex Michels, der immer eigentlich mit da ist und mit anfasst. Dann muss ich einmal großes Lob an Herrn Carsten Rosseburg hier aus dem Ort, wo ich mein Fahrzeug im Winter immer unterstellen darf. Kostenlos sogar. Also da ist er immer sehr großzügig. Und auch ich darf zu weiteren Treffen immer seinen Trailer benutzen. Was ja auch schon mal eine Sache ist, die ja sonst auch immer 30, 35 € kostet für so ein Wochenende. Den leiht er mir auch immer. Das ist auch sehr nett von ihm. Und ja, die beiden auf jeden Fall. Herrn Ricardo Köster muss ich noch danken, der mir in den Vergasersachen sehr viel mit Rat und Tat zur Seite stand und immer gesagt hat, du musst das nochmal probieren und das und hat auch meistens funktioniert dann tatsächlich. Und dann würde ich der Firma Post Rohrleitungsbau hier in Dahlenburg sehr danken, dass wir das Firmengelände hier heute für den Videodreh zur Verfügung hatten. Das ist ja nicht selbstverständlich eigentlich heutzutage sowas. Und ich danke natürlich allen anderen noch, so Veranstalter von Treffen, dass man da auch hin... Ich finde es ja immer, dass das eigentlich eine große Ehre ist. Auch, dass ihr mich angeschrieben habt zu dem Videodreh, fand ich eine sehr große Ehre. Da war ich tatsächlich erstmal baff, weil ich so gedacht habe, eigentlich habe ich da nur so einen eckigen, kleinen, verkratzten Schrotthaufen draußen. Ne? Aber dass denn sich da Leute so für interessieren... Ich war Tatsache bis vor ein paar Jahren gar nicht der Typ, der zu Autotreffen gefahren ist oder so, weil ich diese Neidkultur, die kann ich überhaupt nicht leiden.
so, das hätte ich besser gemacht oder das hätte ich besser gemacht. Das ist mir ziemlich egal, das ist mein Auto und das muss mir gefallen und nicht dir. Aber man findet doch schon ziemlich Anklang mit dem Auto und das ist eine Sache, die mir doch eigentlich sehr zusagt, muss ich sagen. Zum Abschluss des Videos hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like bei Sauerkrauts auf der Seite, abonniert den Kanal bei YouTube. Wer noch Tipps und Tricks für mich hat, was die Vergasereinstellung und vor allen Dingen die Eintragung der Vergaser hat, der darf sich gerne bei mir melden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, hast du gut gemacht, Alter.